Reading Kierkegaard is not only a matter of understanding Kierkegaard, it's also a matter of being understood by Kierkegaard. So he's so close to all these experiences, and his texts are interwoven with a lot of personal experiences. He was briefly engaged to a young girl called Regina Olsen, and she became later some of the major figures in his life and in his authorship. And that is something which is decisive to know about Kierkegaard, that he is a philosopher to whom life and writing is very, very closely connected. And I also wanted to show that in this exhibition, that there is this dialectic and this transaction going on between Kierkegaard's experiences and his writings. There are so many other philosophers to whom it is less decisive whether they were born in Copenhagen or in Luxembourg or in Rome or in Paris. But in the case of Kierkegaard, it's very, very important to understand that he was so closely connected with his environment and very, very dependent on these relatively few but decisive persons who came into his life. Good evening and welcome to the 19. Edition von der Alphabet, die ganz im Kontakt steht von der Kunst und natürlich heute noch mehr spezifisch von Kierkegaard, wie der natürlich schon alle heute mitgekriegt hat. Mein Gast heute Abend sind auf meiner linksten Seite Catherine Lefebvre, Leiterin des Karen Blixen Museums bei Kopenhagen. Dann haben wir Chris Dode van Troostweg, protestantischer Theologe, Philosoph und im Luxemburger Bistum für kulturelle Angelegenheiten zuständig. Joachim Garf, bekannter Biograf von Soren Kierkegaard. Norbert Campagna, Philosophieprofessor der Uni Luxemburg sowie am Lycée des Garçons in Esch. Und natürlich Ute Lindner, bildende Künstlerin, Dozentin für künstlerische Fotografie in Berlin. Guten Abend. Joachim Garf, why is Kierkegaard so popular in Denmark? You gave us a brief introduction on the nice pictures we just saw, but what makes him so popular in Denmark? I guess that Kierkegaard is so popular not only in Denmark but all over because he, in a way, could be said to be so many different figures. I mean, he is not only a philosopher, he is not only a theologian, he's not only writing works which could be called psychological, but he's so to speak all over. And if you want to press it a bit, you could say that Kierkegaard is not only a modern author, but could also be called a postmodern author. So I guess that a lot of his actuality and his relevance derives from his more or less overall approach to a lot of nowadays problems. He is in many ways an author who is able to say something within a lot of different fields, but also address himself at a lot of different fields and levels, so that people, also people who do not have any specific education or philosophical background, feel that he is talking to them. Mm-hmm. Catherine Lefebvre, what exactly is the link between Karen Blixen and Soren Kierkegaard? Well, there are lots of links actually, and I must say that I would like to claim the word global actually, because you named the exhibition outside the global Dane, but this is exactly the words I have been using for Karen Blixen, or Tanja Blixen, and I represent her authorship today, and I'm the director of the museum, which is located just north of Copenhagen, in her native home. Well, what links her to Kierkegaard is, well, she had his books. We have them in the museum. And she was very inspired by them. She read them. And she also, at some point, writes to her brother, because, you know, she stays 17 years in Africa. Some of you might have seen the movie Out of Africa. And also maybe Babette's Feast. Out of Africa is more or less about Karen Blixen's life. But she writes many letters back to Denmark before becoming a writer in her own right. And she writes to her brother, Thomas Dinesen, whom she's very close to, that he should actually go on and read Kierkegaard, because maybe he would think it is a bit dull in the beginning, but he will be very rewarded if he actually took the time to get into his authorship.
And also I think that many of the points and many of the ways she reflects on subjects in her works are very inspired by Kierkegaard. What happened was that Joachim told earlier today at the university that the first person who wrote a Kierkegaard biography before you did was Georg Brandes. And Georg Brandes was this fantastic man and very sort of intellectual capacity in Denmark when Karen Blixen was very young. But he was always also known to be a womanizer, and Karen Blixen was very eager to meet him. And he knew that. And so what happened was that when she was very young, he came to the house to see her. But the mother and the aunts, they would never let her meet with the Georg Brandes. So she was upstairs in her room, and they said to Georg Brandes, "We're very sorry, but Karen Blixen is not home. Karen Dinesen at the time, she's not home." So when she was very young, she never got to meet this person who would absolutely have been another influential figure of her knowing Kierkegaard. So that was a bit raté, but at the end she really sort of appreciated his writing and of course was very inspired. So Karen Blixen, the author, was influenced by Kierkegaard. Ute Lindner, Sie haben sich in Ihrem künstlerischen Werk sehr viel mit Kierkegaard auseinandergesetzt. Wie sehr hat er Ihre Arbeit beeinflusst oder wie sehr beeinflusst er immer noch Ihre Arbeit als Künstlerin? Das kann ich so jetzt erstmal nicht bestätigen. Ich hab eben bildende Kunst studiert, aber parallel eben auch Philosophie und Kunstwissenschaft und habe mich mit meiner Magisterarbeit auch unter anderem mit Kierkegaard damit beschäftigt und mache seit 1999 ein Projekt, ein interdisziplinäres Projekt zusammen mit Patrick Hubers, ein Zeitschriftenprojekt, wo wir bestimmte Themen, die uns interessieren, daraus Projekte machen, dann in Verbindung oft mit Symposien, Ausstellungen und einer Publikation. Und die letzte Ausgabe, da ging es tatsächlich um Ethik und Ästhetik, vom Himmel der Ästhetik und die Moral von der Geschichte, wo wir eine Ausstellung im Kasseler Kunstverein gemacht haben und eine Stiftung, die uns das eben angefragt hatte, ob wir dazu ein Projekt machen wollen, haben wir dann innerhalb des Kunstvereins ein Symposium im eigentlichen Sinn gemacht. Das heißt, es gab eine große Tafel, ein großes Tischobjekt, was von Patrick Huber entwickelt wurde und ein Essen mit 4 Gängen und dazwischen die Vorträge. Und dann Vorträge eben zum Thema Ethik und Ästhetik. Das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund. Mich interessiert Kierkegaard dann eher aus anderen Gründen, was für mich ist eine schillernde Figur, die halt so für mich eigentlich das alles beinhaltet, was ein Künstler ausmacht. Er ist so eine Künstlerfigur. Er ist eben ganz anders als die anderen Philosophen. Ich meine, es gibt natürlich auch andere, die halt, er hat ja auch Lawrence Stern oder Tristram Shandy, da denkt man ja auch, aber als ganze Figur ist er halt so vielfältig und auch so widersprüchlich oder auch so dass er eigentlich alle Kriterien erfüllt, die man für die Kunst, also man sieht in ihm eigentlich immer den Künstler. Und er sagt ja auch, er hat das in die Prosa gebracht, es eigentlich künstlerisch zu sein. Das können Sie ja sicherlich auch mehr sagen, Herr Graf, aber deswegen ist er als Künstler auch so interessant. Und er ist auch heute interessant, weil er einfach gerade in einer Zeit, wo wir auch so viele Künstler haben, so viel inflationäre Kunst oder so viele Künstler durch die Masse schon, dass er interessant ist, indem er den Sachen auf den Grund gehen will, dieses kompromisslose Durchdenken von Situationen. Und das tut er auch in der Kunstnot. Ja, also man muss ja auch immer unterscheiden, ob man von der Kunst redet oder vom Kunstbetrieb. Das sind natürlich auch wieder 2 Unterschiede, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Aber wenn ich als Künstler ihn betrachte, dann sehe ich, ja, da hat er auch eine Vorbildfunktion, wie man mit Kunst umzugehen hat oder wie man mit seiner Art, Kunst zu produzieren oder wie macht es noch Sinn, Kunstwerke zu schaffen. Und da kann er eben eine Vorbildfunktion haben, so in der Art mehr. Sie haben gerade das kompromisslose Denken angesprochen. Das hat ihn ja auch zu einem sehr schwierigen Menschen gemacht. Norbert Campagna hat ein sehr schwieriges Verhältnis Frauen gegenüber. Wie erklären Sie das als Philosoph, der sich viel mit Frauen beschäftigt hat? Also Prostitution, wohl gesprochen, aber wie erklären Sie das? Ja, ich meine, es ist die Sache eben mit Regine Olsten. Da genau. Schien alles gut zu laufen und auf einmal sagt er nein. Und natürlich, Regine war erschüttert, als sie diese Nachricht von ihm bekam. Und die Frage ist einfach,
und die Frage trifft man auch bei anderen Denkern, was werde ich jetzt mit meinem Leben machen? Entweder ich werde jetzt heiraten, und wenn ich heirate, gut, dann verzichte ich auf vieles andere, eventuell auf das philosophische Leben oder theologische Leben, oder dann werde ich nicht heiraten und kann mich dann dem anderen widmen. Das heißt, mit dieser Situation, in der Kierkegaard sich da befindet, zeigt er uns, wie jeder seinen eigenen Weg wählen muss, ohne sich jetzt, sagen wir mal, an soziale Konventionen etc. zu halten. Denn die sozialen Konventionen, die hätten natürlich gewollt, dass die Affäre bis zu ihrem Ende geht. Und wieso er, sagen wir mal jetzt, wenn man das psychoanalytisch oder wie auch immer interpretieren möchte, gut, da weiß ich zu wenig über die Psyche von dem Menschen Kierkegaard, aber was man auch merkt, ist eben, er hat Regine nicht vergessen. Und die taucht quasi immer wieder auf. Und er schickt ja auch die Bücher, sie liest auch seine Bücher. Es ist also jetzt nicht ein Auseinandergehen im Streit, sondern es bleibt, würde ich sagen, ja, so eine Art platonische Beziehung über eben die Schriften. Ja, er sagt ja auch ganz klar, er kann das einfach nicht eingehen, diese Bindung. Ja, ich meine, es ist eine Bindung mit einer bestimmten Person, wenn man das auch jetzt vielleicht theologisch deutet, die Person ist sterblich, sie ist nicht das Absolute. Und ich gehe dann eine Bindung ein mit Gott, der eben nicht sterblich ist. Das wäre natürlich auch eine mögliche Interpretation. Van Troostweg, inwiefern hat Kierkegaard, der Philosoph, die Religion eigentlich beeinflusst? Das kann ich sagen als Theologe, als protestantische Theologe. So bei uns in der Fakultät war Kierkegaard verpflichtet so ungefähr und er hat sehr großen Einfluss ausgeübt. So, ich bin Holländer, also ich habe in Amsterdam meine Studien gemacht. Er hat sehr großen Einfluss gehabt auf Karl Barth und diese dialektische Theologie und man kann sagen, dass diese Theologie im Protestantismus der ganzen 20. Jahrhundert beeinflusst hat. So, ohne Kierkegaard kein, sag mal, protestantische Theologie, aber ich denke überhaupt keine Theologie mehr. Also überhaupt keine Theologie ohne Kierkegaard. Überhaupt keine Theologie ohne Kierkegaard. Ja. Er war trotzdem ein Mann strengen Gottvertrauens, ein Ironiekünstler, ein Einzelkämpfer des Denkens eigentlich. Was macht ihn heute noch so aktuell, Joachim Gauff? I think that he's becoming more and more relevant to a lot of so-called everyday problems. Early on, he was more or less defined as a strange philosopher or a very, very advanced theologian to whom nobody paid attention because he was known to be so difficult and almost impossible to access. And I think that this picture has changed dramatically, and I'm very happy for that, because Kierkegaard is actually possible to read. He is actually possible to understand, and you could even claim that you could be understood of Kierkegaard. And that's one of many interesting and very decisive features in Kierkegaard. And people are able to get his books, they can read him on the internet. It's possible to study him in different manners and at different levels. So I think that Kierkegaard is a very, very modern author, as I mentioned before, and that's something that we see nowadays, and he's also being studied by people coming from Literaturwissenschaft and from other fields. So he is suddenly becoming this interdisciplinary person that he was from the very outset. His texts are what you could call intertextual. They are mixtures of all kinds of different texts. Kierkegaard is an expert in mixing all kind of genres, all kind of literature. And it's very difficult to actually say whether he is a philosopher or a theologian, because he is both and much more at the same time. And I think that this has a strong appeal, and that it
in many ways goes hand in hand with some tendencies in modernity that we give up, and we have to give up some of these strict borders between disciplines in order to understand this highly complex world, and we are confronted with new problems, and suddenly see that they in a way are present in Kierkegaard's text, and that he has some solutions. Not to every problem, of course. He's not a divine author in that manner, but he could provoke a modern reader. And I would like to stress in this context that you shouldn't necessarily agree with Kierkegaard in every respect. I think it's a misunderstanding of Kierkegaard that you should agree with him on every term. You could, in a very Kierkegaardian way, be highly disagreeing with Kierkegaard. I think the best way of killing Kierkegaard again is to declare that you are his disciple and you want to follow him to the very end. That's at least not a very Kierkegaardian approach to Kierkegaard. Kierkegaard ist also ein Gegner des Konventionalismus im Ethischen und im Sozialen. Ist das eigentlich ein Anknüpfungspunkt für Förderung von mehr Zivilcourage und Steigerung der Sensitivität gegenüber Stereotypen? So, frei, ja. Ihr könnt beide antworten, fangen wir vielleicht mit Herrn van Für mich Troostwijk an. heute ist Kierkegaard so wichtig, weil er stellt die Frage nach Individualität. Mhm. Wir denken heutzutage alle Individuen zu sein, aber man kann sich fragen, inwiefern das auch so ist. Es gibt, ich habe gerade schnell diese Bilder so angeschaut, und was mir dann gleich interpelliert, ist das Hin und Wieder zwischen Technologie und Persönlichkeit. Es gibt da ein Bild zum Beispiel von einem Mann, der sich ganz klein macht, um ein Foto zu machen, als ob er etwas anbetet. Aber in dieser Haltung, das ist fast ein Symbol, aber mehr als das, sieht man, dass die Individualität durch Technologie sich verliert oder sich ändert. Und dann ist Kierkegaard, denke ich, sehr pertinent, weil er diese Frage stellt: Was sind wir eigentlich? Was sage ich, wenn ich sage? Kann ich überhaupt ich sagen? Was ist das? Herr Campagna, Sie hätten auch was dazu. Ja, so daran anschließend ein Wissen. Kierkegaard war zwar kein systematischer politischer Philosoph, aber man findet doch ein Wissen überall in seinen Schriften, so Einsprengsel, die an andere Philosophen jener Zeit erinnern, die sich eben zum Politischen geäußert haben. Und man findet bei ihm auch diese Diagnose: Wir leben immer mehr in einer Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr bereit ist, für ihre Ideale sich einzusetzen, und die einfach in die Idee der Nivellierung, und die man in Frankreich bei Benjamin Constant oder Tocqueville findet, die man auch später bei Nietzsche finden wird. Das heißt also eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, wo man es sich gemütlich macht und eigentlich nicht mehr den Sachen auf den Grund geht und eben nicht mehr mit diesen Situationen konfrontiert ist, wie Kierkegaard sie manchmal beschreibt, diese Ausnahmesituationen. Und ich denke, damit kann man auch an die Rechtsphilosophie anschließen, mit der Idee des Ausnahmezustands, der auch in der Rechtsphilosophie des 20. Jahrhunderts und immer mehr auch des 21. Jahrhunderts relevant wird. Und es ist auch eine andere Passage bei Kierkegaard, wo er sagt, die Menschen fordern die Redefreiheit, aber sie haben noch nicht gelernt zu denken. Also ich denke, von daher ist Kierkegaard jemand, der uns daran erinnert, dass wir nicht nur Rechte fordern sollen, sondern dass wir auch die Mühe auf uns nehmen müssen, so zu handeln, wie wir eben handeln sollen, und uns nicht einfach der Masse anschließen. Und von daher scheint mir Kierkegaard für heute ganz relevant zu sein. Sie wollten was dazu fügen, Frau Lefebvre? I think that also maybe in the question of the language, Kierkegaard has been a source of inspiration for Karen Blixen, because her authorship is also universal, I would say, and goes directly into the classics. And of course, being at the same time global, universal, somebody who takes in her time but also transcends the time, is something that she also could have taken from Kierkegaard, and something which is also very appealing to people of today. So that her themes like
Mr. Garf said, that the themes in Blixen's writings are also, in the sense, meeting with Kierkegaard themes in the essence of writing out a universal text that would always, at any time, be relevant for people. Kierkegaard, also ein unkonventioneller Individualist, wenn man das in die Kunst und Ethik umsetzt und ganz platt und direkt fragt, Frau Lindner, darf man sich eigentlich als Künstler alles erlauben? Zum Beispiel Karikaturen, die entwürdigend oder beleidigend wirken. Ja, man darf schon, natürlich, jeder Mensch ist frei, das zu tun, was er meint, aber es ist die Frage halt, ob es Kunst ist, natürlich. Und die Kriterien, oder das, sagen wir mal, würde ich denken, wäre auch ein wichtiger Aspekt zu überlegen, was sind die Kriterien von Kunst heute, weil dieser Qualitätsbegriff ist halt sehr schwer zu fassen. Wie definieren wir Kunst? Weil ja Kunst eben aus der Anschauung lebt und damit unterscheidet sie sich eben auch von der Philosophie, die der Sprache auf den Grund geht. Gleichzeitig ist halt heutzutage, wird über Kunst sehr viel geschrieben. Also das Wort wird dann gleichgesetzt auch schnell mit der Kunst oder es wird dann eben auch schnell Anleihen oder es geht eben ganz schnell, dass man Kierkegaard und Kunst zusammensetzt. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, meine Kunst hat jetzt erstmal nichts unmittelbar mit Kierkegaard zu tun, weil es einfach das eigentlich auch nicht gibt, weil Kunst ja nach eigenen Regeln funktioniert erstmal. Und die Frage jetzt auch zurückzukommen, die Sie ja gestellt haben, was kann man machen? Also kann man eben Karikaturen oder kann man, wie weit kann man gehen? Oder ich weiß nicht, ob Ihre Frage auf das Ethische abzielt? Ja, zum Beispiel der Hitlergruß von Mese auf der Documenta in Kassel. Ja, das ist eben, also das würde ich sagen, das ist etwas problematisch oder was man vielleicht auch in eine Verbindung zu Kierkegaard ziehen kann, der ja auch in einer Zeit, nicht nur er, sondern andere auch, ist ja die Zeit der Entwicklung des Künstlergenies, des Geniebegriffs, der Künstler als Anführungszeichen ausgeflippter oder enfant terrible oder ähnliches und ein bisschen, teilweise spielt er ja auch damit vielleicht, ja, aber das ist ja eine Bewegung, die angefangen hat und die bis heute reingreift. Und meines Erachtens ist das eben insofern auch heutzutage problematisch, weil es eigentlich in der Kunst schnell zur Geste verkommt. Also es wird zur Geste, eben als Künstler sozusagen das Künstlergenie in irgendeiner Form rauszuhängen oder eben durch diese Aufmerksamkeit, Medienwirksamkeit da sozusagen bekannt zu werden oder das mit als Strategie zu verwenden. Also finde ich auch einen interessanten Aspekt, den man mit Kierkegaard, weil der ja auch viel manipuliert hat und viel sich auch inszeniert hat als Person. Das würde ich sagen, da für mich persönlich, kann ich ja nur für mich reden, ist es etwas zwiespältig, weil es eben diese Form hat, wo ich meine, dass es doch mehr als Geste halt nur noch da ist und Kunst dann andere Aspekte mir wichtiger sind. Ja. Er sagte ja auch, mit Hilfe der Daguerreotypie wird es möglich werden, dass jeder porträtiert wird, wie sonst die Berühmten. Und zur gleichen Zeit tun wir alles dafür, dass wir alle gleich gut aussehen und schließlich nur ein einziges Porträt nötig sein wird. Er ist, glaube ich, nie, ne? Er ist nie porträtiert worden, oder? Oder? Richtig? Also so, oder? Joachim Garf ist ja porträtiert worden, oder? Well, he has been portrayed twice. He had a cousin who made some very, very beautiful and idealized drawings of him from 1838 and 1840. And it depicts him as this romantic, Byronic hero sitting there with his beautiful mind, and it's very, very nice. I don't think that they have a great similarity with Kierkegaard, the real person. But later on, he was caricatured when he was confronted with the Cossard paper, and he didn't seem to be a very beautiful body, and I think that was a part of Kierkegaard's problem, that he has this wonderful inner life which wasn't represented in his outer. So a very ongoing theme in his authorship is the conflict between inner and outer, innerer and äußerer, which is not only something that he adopted from the Hegelian philosophy, but also something which was closely connected to his own situation.
But we have some ideas of how he actually looked, but he was never brought to a photographer, and he didn't want to. So in a strange sense, we know very much about a person that we don't know how actually looked. And sometimes I ask myself, what do you want to choose if you had the possibility? Would you like to have a photo of Soren Kierkegaard, or do you want to have a tape record of Kierkegaard reading his own works aloud? I mean, Kierkegaard reading Fear and Trembling aloud, or Kierkegaard reading works of love, etc. And that's impossible for me to say either or. I want them both. But it's that's the way it is. Frau Lefebvre, was hätten Sie am liebsten im Museum? Fotos oder Tonausschnitte? We have in the museum, we have lots of photos because Karen Blixen died 50 years ago last year, and she loved to be photographed and she loved to be represented, and she had a fantastic strategy of being famous and being known, and she traveled a lot and she was very outwards going. So in her case, we have all the material we wanted. But I think that another point of inspiration, I just wanted to mention the concept of irony, which I'm sure she got directly from Kierkegaard, which is very important in her writing as well. But you asked me what I prefer in the museum? Yes. I think her study, which is called The Room of Ewald, Johannes Ewald, was the national poet of Denmark who lived in the same house, it is believed, in the 1780s. And her study is in part of the house which is very beautifully located on the sea. We have a location between Copenhagen and Elsinore, just north of Copenhagen. And Elsinore, of course, is known for Elsinore Castle, for Kronborg, Hamlet's castle. So, of course, you can imagine growing up in Rungsted, very close to the capital, and close to Hamlet's castle it's a sort of a fantasy world. And this fantasy world became a very important part of her life. But what happened was that she tells us that she became what she was supposed to be when she got to Africa. So that's another making of herself than Kierkegaard's, but still she was made in Africa. That's what she tells us explicitly, that the reason, the sense of her life was made there. She went to Africa to get married to a Swede called Bror Blixen. She became Baroness. And she went to Africa to stay. She didn't have a contract of 3 years coming back to save Denmark. No, she was going there for good. The only problem was that she had to divorce, and she met another man, and he crashed with his airplane. The coffee plantation that she was in charge of was very, very badly economically, so she was forced back to Denmark. And you can imagine being forced back to Denmark after 17 years in Africa at the age of 46. She had to go back to her roots, back to her native home, back to the house where she was born, the house where the museum is today, and she had to remake herself. And she was very depressed at the time and very low, and was sort of a miracle that she survived this period of her life. But I think in this respect also she had some of the same reactions that Kierkegaard was also facing in his existence, that being laughed at, being sort of pointed at, also suffering from, people saying, oh well, that's what you get of going away. She wanted to live in Africa. There you can see her coming back with no money, no children, no marriage, very ill from syphilis. So that was the sort of the gifts she got from this wild life she had been living in order to find herself. Because I think that maybe this exile, this way of going away, going to Africa to live in another continent, was part of her making somebody of herself. She had to go away a very long way to find the meaning of her life. And of course the themes in her writings are the universal themes that also transcends her writings, like globalism, I would say migration, I would say language, I would say go away and come back, and all the problems that many people of today are also facing. So my favorite room is the study, where she was actually writing her books when she had come back from Africa, when she was almost 50 years old, and where she had the possibility of concentrating to write. So it is very, very moving to imagine this person coming back, having nothing left, only one
one hope, and the one hope was maybe I could write a story. So that was the reason why she lived on, and that was the way she could go on living in an almost normal way. Hätten Soren Kierkegaard und Karen Blixen sich gut verstanden? Yes, I'm sure. Joachim Gauff, sind Sie auch der Meinung? Absolutely. Well, I don't know. I mean, they have, of course, a lot of differences between them, and I don't think that they would agree in every respect. But in some very basic terms, I think they would at least be able to have a very, very nice and deep conversation. For instance, about the importance of tellings, the importance of masks, the importance of disguises, the importance of striving to become the person you are in a way planned to be, to point out your fate, your destiny, and all that stuff of things. I think they could have a very nice conversation on these topics. Well, Karen Blixen, like Kierkegaard, wrote under pseudonyms, and she was very much into masks. She had a few, didn't she? Oh yeah, she had Isaac Dinesen, of course, that Woody Allen mentions in Manhattan, the movie Manhattan, together with Kierkegaard. So, I mean, it's not even Woody Allen says so. But and then Pierre-André Zell, different names for other reasons than Kierkegaard's, I'm sure. But the interesting thing is that Karen Blixen says in one of her tales that on thy mask I will know thee. She's very much into reading other people on the mask they put on, and herself she puts on tons of different masks in order to reflect what she wants. So she will always put on a new mask, revealing some of her personality, but not everything. Ich möchte gerne ein bisschen über den Irrationalismus sprechen, den wir momentan in der Kunst erleben. Und das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, aber zum Beispiel Banksy, der in New York inkognito für $60 seine Werke verkauft. Ein Werk von Francis Bacon, das diese Woche für über 140 Millionen, ich glaube bei Christie's, versteigert wurde. Ist das moralisch, ethisch vertretbar in Zeiten einer ökonomischen Krise? Und vor allem, wie hätte Kierkegaard darüber gedacht, geschrieben? Was wäre seine Meinung dazu gewesen? Wer möchte diese Frage beantworten? Der Theologe vielleicht? Der Theologe, da weiß ich nicht so. Die andere Kappe. Die andere Kappe, ja. So, ich versuche etwas und dann werden wir es aus. Ich würde sagen, dass für Kierkegaard das nur ein Zeichen für seine Auffassung von ästhetischem Leben ist. Ästhetisches Leben heißt, dass man kein wirkliches Kontakt hat mit der Realität. Und das ist genau, was dann geschieht auf diesem Kunstmarkt. Man hat kein wirkliches Kontakt mit das Kunstwerk, weil das Kunstwerk ist schon definiert in Termen von, in Begriffen von Valeur, von Wert, von Geld. So, eigentlich kaufen wir kein Kunstwerk, wenn wir so viel bezahlen für ein Kunstwerk, wir kaufen gar nicht ein Kunstwerk. Wir kaufen das nächste Geld schon. Und was man dann sieht, ist, dass die ganze artistische Produktivität verflüchtet, evaporiert. Und das stimmt mit Kierkegaards Definition von das Ästhetische, würde ich sagen. Aber das ist nur ein Vorschlag. Joachim Gauff. Well, I think it's very complicated to say anything more specifically about Kierkegaard's reaction to what has recently happened in the world of art, but it's mainly because that Kierkegaard himself was a person who had a very, very ambiguous relationship with art. On the one hand, he claims again and again that one should distance oneself from the aesthetic realm of life because, as just mentioned, being an aestheticist is to avoid any form for involvement and to be a person who does not want to go into social responsibilities
etc. But on the other hand, Kierkegaard himself, in my view at least, is a very, very aesthetic author. He has a certain rhetoric, and he is, being a philosopher or a theologian, he is a person who uses enormous amounts of pictures and metaphors and allegories and stories and tellings and narratives, etc., etc. So if you leave all that apart and say, well, now we want to go to the very center of Kierkegaard, and we want to go to the concept, the Kierkegaardian concept of this or that, then you, in my view at least, take away a very, very Kierkegaardian part of Kierkegaard. And I think that's, to put it mildly, is a pity, because Kierkegaard is precisely this artist who also formulates very, very important and decisive theological points, and on the other hand, this theologian, Christian theologian, who has the ability and the talent of writing in a beautiful manner, in a provocative manner, in a disgusting manner, in order to provoke his reader. So in many ways, Kierkegaard has this very, very ambivalent approach to art, and so has his reader when he or she is going to read Kierkegaard, because there is this tension between the aesthetic Kierkegaard and the more religious or philosophical Kierkegaard. So to put it shortly, I think that Kierkegaard would have felt that was an enormous amount of money for simply that picture. And on top of that, I don't think, not in order to offend anybody, but I don't think that Kierkegaard would have liked the picture. It was not precisely his taste. Ja, aber Schopenhauer sagte, jedes Kunstwerk kann nur durch das Medium der Fantasie wirken. Stimmt das, Norbert Campagna? Ich denke, die Frage ist natürlich, wie definiert man heute Kunst? Ich denke, da muss man auch feststellen, dass der Kunstbegriff im 20. Jahrhundert sich verflüchtigt hat, dass man da eigentlich auch die klassischen Kriterien verloren hat. Kunst wurde immer in Zusammenhang gebracht mit der Ewigkeit, mit dem Ewigen, sei es jetzt Darstellung des Ewigen oder Versuch, irgendwie das Ewige auszudrücken. Und wenn man jetzt viele Werke der zeitgenössischen Kunst sieht, da ist das Verschwinden gewissermaßen der Inhalt der Kunst. Also Happenings und so weiter und so fort. Das heißt, es bleibt nichts mehr da, was man irgendwie festhalten könnte. Und da fragt sich natürlich, ob man da nicht schlussendlich beim Einzelnen landet und dass es überhaupt keinen universalen Kunstbegriff mehr gibt. Was allerdings nicht bedeutet, dass man trotzdem versuchen sollte, nicht Kunst einfach absolut zu relativieren. Ich meine, da wären wir wahrscheinlich bei dem rein Ästhetischen, wo jeder das macht, was er will, das n'importe quoi. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der die heutige Kunst steht. Und die Frage ist natürlich, wenn man Kunst derart mit Geld in Verbindung bringt, dann, das sagt jetzt nicht Kierkegaard, sondern Kant, da hat sie noch einen Preis, aber keinen Wert mehr. Und wenn sie keinen Wert mehr hat, ja gut, dann warum brauchen wir überhaupt noch Kunst? Ich denke, Kunst können wir brauchen, um bestimmte Dinge auszudrücken, die begrifflich nicht ausgedrückt werden können. Und das ist auch einer der Gründe, wieso Kierkegaard ganz oft auf das Narrative zurückgreift, auf Geschichten, und wo er selbst sagt, in seinen Furchten und Zittern, wo er das Pseudonym gebraucht, Johannes de Silentio, er versucht da etwas darzustellen, in Worten auszudrücken, was sich eigentlich nicht in Worte fassen lässt. Und ich denke, eine der Aufgaben der Kunst wäre eben, das Unausdrückliche, Unausdrückbare versuchen darzustellen. Und insofern bringe ich Kierkegaard auch ein bisschen in Verbindung mit einem Philosophen des 20. Jahrhunderts, der ihn ein paar Mal in Culture and Value zitiert, nämlich Wittgenstein. Ich würde sagen, wenn es in der Philosophie des 20. Jahrhunderts jemand gibt, der ein bisschen in die Richtung von Kierkegaard geht, dann wahrscheinlich Ludwig Wittgenstein. Also auch vom Stil hier des Philosophierens sieht man natürlich vom Traktatus ab, der ja auch abschließt, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Wie eigentlich manifestiert das Ethische sich im Ästhetischen, gerade bei Kierkegaard? Ute Lindner?
Das Problem ist in der Kunst, also es gibt in dem Sinne keine ethische Kunst. Der Begriff des Ethischen ist einfach problematisch innerhalb der Kunst, weil es einfach eine ästhetische Anschauung ist. Es ist ja nur der Rezipient wiederum, der sich ethisch dazu verhalten kann oder in seinem Leben halt sich ethisch verhält, aber nicht die Kunst selber. Und insofern kann man das auch nicht der Kunst zumuten sozusagen. Ja. Um jetzt auf Kierkegaard zurückzukommen, finde ich, dass eben auch gerade mit den Kriterien also verschiedene Aspekte wichtig sind oder die halt auch interessant sind, wenn man über Qualität oder versucht, wie können wir Kunst heute definieren, sich mit Kierkegaard beschäftigen kann. Das ist ja also eben diese fragile Struktur, Sie haben ja Fragile Authorship gesagt heute im Vortrag, das ist halt dieses Werkgefüge, was so ambivalent und zweideutig und wo er selber sich auch als Souffleur auch bezeichnet hat, dass er als Verfasser ja noch der Verfasser wiederum gar nicht selber der Verfasser sei, sondern ein Souffleur, er sieht sich als Souffleur, also eigentlich bleibt es immer was Interessantes für die Kunst ist eigentlich, dass es immer bei Kierkegaard diese Bewegung gibt, für mich jetzt sage ich das, dass man ihn eben nicht in eine Schublade stecken kann, sondern dass er ist nicht der Ästhetiker, er ist nicht der Ethiker, er ist nicht der Religiöse, sondern es ist eigentlich nie eindeutig und es changiert halt immer und das ist halt das auch auszuhalten und darum sich Gedanken zu machen, wenn man das in die Kunst übertragen kann. Also das ist einfach etwas, dass man das Werke das sowohl als auch beinhalten, dass sie halt damit spielen, mit Wirklichkeit nicht abbilden, sondern eine Wirklichkeit schaffen, die im Vergleich steht zur Realität. Und in diesem, sagen wir mal, sowohl dass es reflektiert ist einerseits, was ja bei Kierkegaard auch postuliert wird, das Reflektieren und gleichzeitig dieses Ergreifen, die Hingabe, die Besessenheit, das sind ja so auch so zwei wichtige Aspekte, finde ich, bei Kierkegaard und dass es in diesem Spannungsfeld zwischen Reflexion und eben Ergreifen oder Hingabe, wie immer man das bezeichnet, halt sich bewegt. Und das sind auch so Aspekte, die, denke ich, mit der man auch Kunst angucken kann. Herr Campagna, Sie wollten auch etwas dazu sagen. Ja, also ich bin nicht ganz einverstanden, wenn Sie sagen, dass das Ästhetische nicht auch ethisch ist. Ich denke, insofern das Ästhetische Werte schafft, insofern das Ästhetische uns dazu bringt, nachzudenken, hat es auch notgedrungenerweise eine ethische Dimension. Aber es gibt keine ethische Kunst. Ethische Kunst gibt es meines Erachtens nicht. Also das Kunstwerk selbst, sondern wenn es eben auch reflektierte Kunst ist, also kann man es vielleicht so sagen, dann wird sie ja auch etwas auslösen können über ihre sinnliche Präsenz und dass sie sozusagen auch durchdrungen ist von der Wirklichkeit im Sinne Kierkegaards, dann wird sie etwas auslösen, dann wird sie kann sie Bedeutung gewinnen für den Betrachter. Ich möchte gerne reagieren auf, was du gesagt hast, Kunst als Ausdruck. Und ich glaube, dass unsere heutige Kunst ist kein Ausdruck. Kunst heutzutage ist eher herausfordernd und in diesem Sinne ethisch und sucht sein Publikum zu bewirken. Und das erkenne ich genau auch nach heute Nachmittag in Kierkegaards Arbeit. Es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, dass wenn wir Kierkegaard lesen als ein Künstler, der seine tiefste Gefühle über Regina Olsen ausdrücken sucht, dann verpassen wir ganz, was seine Strategie ist. So, heute ist Kunst vor allem strategisch, um etwas zu provozieren, was verloren geht in unserer Gesellschaft. Und das ist kein Ausdruck, nein, glaube ich nicht. Und in diesem Sinne ist es vielleicht ein Teil des Kunstwerks, wenn es verkauft wird für diese Preise, weil das ist eine Provokation. Wir sprechen jetzt darüber. So, Kunst provoziert und wir sind da rein. Ist es die Kunst, die provoziert oder ist es die Gesellschaft, die diese Provokation braucht? Ich kenne auch Künstler, die sagen, meine Werke können nicht verkauft werden, durchverkauft werden. Ich habe einen Freund, der ist Künstler und wenn er ein Werk verkauft, kann es nicht weiterverkauft werden.
dann sollte es wieder zurückgehen im Atelier. So, ein Künstler hat darin auch eine Verantwortlichkeit. Und ich würde sagen, das ist dann nicht so eine moralische Verantwortlichkeit oder so etwas, aber das ist eine ästhetische Strategie. So, das Verkaufen gehört zum Kunstwerk dazu, heutzutage. Well, I agree. I think it's also maybe a matter of life and death for the artist. I mean, it's kind of nice to be able to sell your work for a high price. And for instance, Karen Blixen wrote the little short story, Babette's Feast, to earn some money actually. And even though we consider it a major work by her today, she herself just considered it something she had to do to sort of make ends meet. So I'm sure that in a sense, in a very low practical way, I would be quite certain that Kierkegaard and Blixen would think it was quite all right to be rewarded for the genius of whatever you could produce, in a sense. Worin liegt denn jetzt die Aktualität von Kierkegaard mit Bezug auf die bildende Kunst? Ich habe es eben gerade nicht akustisch Worin liegt die Aktualität? Was macht das so aktuell, also mit Bezug auf die bildende Kunst? Ich kann auch gerne andere noch nochmal dazu antworten. Oder Frau Lefebvre? Well, I'm not a specialist, but I'm sure that many artists, and we have seen actually artworks being produced this year to be presented for the anniversary of Kierkegaard. So I mean, many artists have actually been inspired by some of the strong themes within Kierkegaard's work. So in that sense, I think that it's up to the artist to see if there's something to sort of be inspired by, and actually many are inspired. I would say that I know for sure one artist who's been very inspired by the personality of Kierkegaard, who's been inspired by fascination of this strange personality who was a genius and who had this life that was kind of weird. And that, for instance, it's a point of inspiration for some artists. Then, of course, some of the strong themes, like the philosophical themes, are of course also being inspiration, I'm sure. What do you say? Well, it's a strange fact that Kierkegaard was a part of Golden Age Denmark, and that he apparently had a very little sense for all these beautiful artists and painters that he was dealing the city with. I mean, he was contemporary with almost all the geniuses of Golden Age Denmark, and he never mentions them. And you could say that's the same almost paradoxical situation when it comes to music. There was produced a lot of beautiful pieces of those days, but Kierkegaard rarely mentions them. He doesn't mention Beethoven, he doesn't mention Bach, he doesn't mention any composer but Mozart. In Kierkegaard's view, there is only one composer who really counts, and that's Mozart. And only one work of Mozart, namely Don Juan or Don Giovanni, Don Juan. And Kierkegaard attends that every time the piece is staged at the Royal Theatre. So in a certain sense you can say that Kierkegaard was very, very narrow-minded in terms of advanced painting and music, etc. On the other hand, it's and that's a paradoxical tension or point in all this. His own way of writing is very modern, as I have touched upon earlier on, and that takes me to another paradox, namely that Kierkegaard, when he formulates himself about art and tries to schematize in a more Hegelian fashion what art can and not can, the boundaries, the borders, etc., he restricts himself to some very traditional schemes, but his own texts, they are filled with avant-garde attemptions, and to a certain sense you can say, or in a certain sense you can say that Kierkegaard is not a very good reader of Kierkegaard, that so much is going on in his own text that he can't see. And luckily there are artists nowadays who can see it and who can formulate it and who can even paint it. But Kierkegaard himself, when he's going to interpret or read Kierkegaard, he does it in a very, very poor manner.
For instance, he has written a marvelous little book called Repetition, and provoked by a bad review written by a person called Johann Ludwig Heiberg, he is forced to reread his Repetition, and then he points out in a very detailed way that here we have the point, and here we have another point, and this is a third point. But in my view, it might be that I'm a bad Kierkegaard reader, but in my view, he overlooks what is the very idea of the book, the very tension, the very flavor, the very temperature, the very almost postmodern situation in the book. So Kierkegaard is not the best to read Kierkegaard, and therefore he needs some good disciples, including some good painters. Bei Kierkegaard sind theologische sowie philosophische Reflexionen in seiner Lebensgeschichte auch sehr eng miteinander verbunden. Aber immer wieder kommt die Frage auf, kann man eigentlich in der modernen bürgerlichen Gesellschaft überhaupt noch ein frommer Christ sein, zum Beispiel? Nein, und das wusste Kierkegaard schon, dass das nicht möglich war. Kierkegaard hat einen harten Kampf gekämpft mit der Kirche. So, Kierkegaard ist vielleicht selbst. Aber was interessant ist, denke ich, dass Kierkegaard diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, dass das ein Leitmotiv für seine ganze Arbeit ist. Wie kann ich in dieser modernen Zeit ein frommer Christ sein? Und ein frommer Christ sein heißt vielleicht zwei Sachen. Erstens, wir haben das auch heute Nachmittag gesehen, erstens heißt es, dass ich auf und in dieser Welt bin, aber ich weiß, dass diese Welt nicht das Letzte ist. So, ich bin in dieser Welt, ohne von dieser Welt zu sein. Und ästhetisches Leben ist eine Art von in der Welt sein, ohne durch die Welt bestimmt zu werden. Und dann kann man sich heute fragen, ist das noch möglich? Oder sind wir so intensiv und auch so existenziell durch unsere Umgebung beeinflusst, dass wir gar keine Authentizität mehr haben? Und das ist so die Position von Adorno, Frankfurter Schule, eine sehr pessimistische Position. Und dann gibt es eine zweite Art und Weise, nicht von der Welt zu sein und doch in der Welt zu sein. Und das ist die religiöse. Und dort heißt es, dass wir uns vielleicht vorbereiten können auf etwas anderes, das auf uns zukommt, auf ein Wort, ein Appell, etwas Göttliches. Aber alles, was dieses Göttliches, dieses Transzendent Form gibt, bevor es gesprochen hat, sollten wir vergessen. So in gewisser Maßen sollten wir die ganze Christlichkeit vergessen. Wir sollten die ganze Kirche vergessen. Wir sollten die ganze Dogmatik vergessen. Wir sollten versuchen, wie Kierkegaard sagt, gleichzeitig mit dem Christ zu werden. Und das ist ein Paradox, weil wir können nicht in zwei Zeiten zugleich leben. Ja. Aber ich denke, dass sein ganzes Leben eine Suche ist nach dieses in der Welt Seins, ohne von der Welt zu sein. Dieser Paradox. Ja, er sagt ja, das Christentum ist bei den meisten keine Inbrunst mehr, sondern eine bequeme Gewohnheit. Ja, und dann, das ist Christlichkeit, komfortable Christlichkeit. Ja, man kauft sich einen Platz im Himmel. So. Und der Himmel ist schon hier auf Erde. Ja. Herr Campagna. Ist auch so ein bisschen ein Christentum à la carte. Man nimmt sich das, was einem passt, und das andere nimmt man nicht. Und man sagt dann, ja, ich bin Christ, Punkt, Schluss, aber man sieht einfach nicht, und ich würde sagen, das ist der Hauptvorwurf, den Kierkegaard vielen Christen machen würde. Gut, entweder verfallen sie in einen sterilen Dogmatismus, wo überhaupt kein Bezug mehr zum Leben ist, oder dann aber dieses gemütliche Christentum, wo man eigentlich auch nicht mehr für seinen Glauben einsteht, wo man nicht mehr für seinen Glauben streitet, sondern wo jeder friedlich beieinander lebt. Und wenn man vielleicht Kierkegaard gefragt hätte, was würde geschehen, wenn Jesus wiederkäme, gut, nichts. Die heutige Welt würde den einfach reden lassen, Punkt, Schluss. Er wäre nicht mehr das Skandal.
Das wär's. Das heißt, man würde überhaupt nichts mehr an dieser Person von Christus finden. Christus ist unmöglich in unserer heutigen Welt. Aber das, was ihn wirklich qualifiziert, ist, dass er eigentlich nur für Aufrichtigkeit kämpfte, Kierkegaard. Er wollte diese Aufrichtigkeit immer wieder betonen, Joachim Gauff. Yes, but he was also in a very privileged position in a way, because he was the very first to do so. And I sometimes ask myself, what would Kierkegaard have done if he had the chance to see what the consequences of his own attack has been. And I'm not sure that he would have done it in the same way. He claims that Christianity doesn't exist any longer, and to me it's almost the same as when Nietzsche claims that God is dead. It's a provocation, but Kierkegaard, and partly Nietzsche too, but especially Kierkegaard, also helped forth this nihilism. And I don't think that Kierkegaard wanted that. I think that he had the idea that nothing would be changed, not even after his own attack upon Christendom. But it did radically change. And nowadays we have this more or less nihilistic situation, at least in parts of Denmark. And I think that Kierkegaard, he is somewhat guilty in that development, and that he would have changed his strategy if he knew that that would be the consequence. At least that's a possibility. It's the same when Kierkegaard attacks Bildungskultur. Then I guess that Kierkegaard does that because he presupposes that it will continue forever. It didn't. We don't have any Bildung, at least not in parts of Denmark. And Kierkegaard is also somewhat guilty in that development. And speaking of art and Christianity, there is this wordplay almost in Danish that there is a close connection between billede, Bild, und Vorbild. That doesn't function in English, and therefore we should phrase it in German or in Danish. And you can see Bild is a very aesthetic category, and Kierkegaard uses, as I mentioned, a lot of pictures. He loves pictures. He's much more aesthetic author in that respect than his theologian thinker. And at the same time, he is very occupied, especially late Kierkegaard, very occupied with Vorbild. And he says that's actually what the Christian is going to strive to imitate. He should imitate and have a Vorbild. And the dialectic or the transaction between Bild and Vorbild indicate the doubleness that Kierkegaard has to the aesthetic and to the religious. And I think that Kierkegaard to some degree could be accused for being a sort of aesthetic theologian when it comes to the idea of what it means to be a true Christian. What does it mean? It means to be involved in very dramatic scenarios. It should be something that you can actually see on the street, that somebody is killed and somebody is roasted and somebody lose their lives, etc. So to me there is also a sort of bad aesthetic dimension in Kierkegaard's idea of being a true Christian, because of course you can be a true Christian nowadays. I mean, I have no problems in that respect, and of course you can radicalize, as Kierkegaard did, the demands in being Christian to such a degree that nobody, not even Christ, could be a proper Christian. But my question is, does that radicalization in Kierkegaard's case, is that only theologically motivated? I guess, and I suspect that there also are some very aesthetic dimension in that way of depicting true Christianity. Wenn man das alles so hört, dann merkt man, dass Kierkegaard wirklich ein Mensch war, der unter sehr großen Angstzuständen gelitten hat. Heute setzt man starke Pharmaka dafür ein. Hätte es diese damals schon gegeben, wäre uns dann seine Philosophie erspart geblieben? Vielleicht können Sie alle auf diese Frage antworten. Frau Lefebvre. I don't know. I know that Karen Blixen was very inspired by Kierkegaard, and she was not afraid at all. She was trying to submerge this angst, this being afraid, and then she had to, as I said before, do things to overcome
the angst of the existence that, of course, was also her challenge in her life. She had many challenges, and naturally was also faced with depression, angst, etc. In a true Nordic way. But I wouldn't want to answer the other question. I think maybe I don't know. You can leave it open. We don't need to find an answer. Yeah. Yes, please. Yeah, I would say no, that it wouldn't make any difference. So for Kierkegaard, angst is not a feeling. Of course, it's also the feeling, but it's the fact of too much of possibilities in life. And when we see, ich sollte Deutsch reden, wenn wir heute sehen, dass Leute Drogen benutzen oder diese Pharmaka, dann gibt es schon diese Panik, kann man sagen, von das zu viel. Es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Welt. Und das Gefühl und diese Situation kann man auch Angst nennen. Und dann hätte Kierkegaard auch sein Werk schreiben können. Ja. Joachim Garf. It's a complicated question to answer briefly, of course, and it's only a guessing. But I think that if we had the psychopharmaca in Kierkegaard's days, we would have lost quite a few of the most inspiring and most important thinkers and artists. Because they actually was very heavily influenced, not by psychopharmaca, but depressions, and some of them were for some time almost manic and impossible to get hold of, etc., etc. Not only Kierkegaard, but also Grundtvig and other persons. Kierkegaard's elder brother was a very, very heavily depressed person, whereas I don't see Kierkegaard as being in the more specific pathological sense manic depressive person. I know that's quite often written or depicted in that way, but I think that's wrongly, because Kierkegaard, he speaks about Schwermut, Tungsinn, and that has been translated into English as depression. But Kierkegaard knew the word depression perfectly well, and he could have used it if he would have found that to be a more proper description of his disease. But I think that many of the powers and many of the images and a lot of the inspiration and the craziness of Golden Age Denmark, of course, is due to the fact that you couldn't do anything to people who had these diseases. So I'm personally very happy that they didn't have this psychopharmaca. Then we didn't have You wouldn't be Kierkegaard. doing the same job. No, at least not a Kierkegaard center and all that stuff. So we have been missing something in Golden Age Denmark. But of course, the persons who suffered that severely, I guess that they would have liked to have some of these magic pills. Ja, ich würde sagen, die Philosophie versteht sich schon seit der Antike als eine Therapie der Seele, Epikur, Spinoza etc., bis dann auch Kierkegaard, Wittgenstein und auch der Luxemburger Philosoph Jules Prüssen. Und ich würde sagen, wenn Kierkegaard vor der Dose da gesessen hätte, hätte er sich wahrscheinlich gesagt, entweder ich nehme die und erfahre mich dann nicht mehr als ein freies Wesen. Im Augenblick der Wahl ja, aber danach ist Schluss. Oder ich nehme sie nicht und kann mich dann als ein freies Wesen erfahren durch eben diese Angsterfahrung. Ich meine, das muss man auch sehen. Diese Angst zeigt uns eben, dass wir frei sind. Und wir verlieren sehr viel, wenn wir diese Erfahrung nicht machen. Ich denke, das ist genauso, wie wenn man die Frage stellen würde, wenn wir die Wahl hätten zu entscheiden, ob Gott uns als freie Wesen oder als vollkommen determinierte Wesen schaffen soll, wofür würden wir uns entscheiden? Als freie Wesen, auch wenn wir wissen, dass wir dann leiden werden. Aber neben diesem Leiden besteht sozusagen diese Grunderfahrung, die uns dann auch sozusagen größer werden lässt. Und das haben wir nicht bei den Psychopharmaka oder wenn wir auf unsere Freiheit verzichten. Frau Lindner, wie sehen Sie das?
Ja, ich schließe mich da ein bisschen der Meinung von Herrn Campagna an, weil ich denke, dass Kierkegaard gar nicht diese Psychopharmaka genommen hätte. Und es ist ja nicht nur das Leiden, also noch eine Ergänzung dazu, es ist ja auch nicht nur das Leiden in seinem Werk, sondern es ist auch der Witz, der Spaß, die Ironie. Also er wollte ja auch arbeiten, er wollte ja auch Werke schaffen. Also es ist ja nicht nur, dass es nur die Schwermut gab, sondern es gab ja ein Werk, er hat sich ja, ich würde mal sagen, er hat sich als Künstler eben gesehen, der eben Werke auch geschafft hat und wo er auch seinen Spaß dabei hatte. Ja? Und insofern würde ich sagen, und auch eben hinsichtlich, dass er sich selbst auch erleben wollte, hätte er bestimmt keine Psychopharmaka genommen. Kann man sagen, die Ironie war sein Psychopharmaka. Ja. Wir haben uns jetzt eine Stunde lang unterhalten über Kierkegaard, sein Verhältnis zu Kunst, zu Kultur. Vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Gibt es... Sie können auch zur Bühne kommen. Yes, you may come to the stage or use that microphone, yes. Thank you very much. It's a very interesting debate. I would like to pose a question. You tend to give a picture of Kierkegaard as he's an exceptional thinker and writer, of course. But where is he? You mentioned Ludwig Wittgenstein. I think you referred to the Philosophische Untersuchungen mainly. You referred to the fact that he didn't quote any composers, only Mozart. You spoke about Karl Barth. Where does Kierkegaard stand in the history of philosophy? You said there will not be any theology without Kierkegaard. I don't believe that personally, but it was a provocation, of course. So where do we stand in that framework? And another question, the factual question is, when were his works for the first time translated? So that's also a question about his influence. Thank you. Who would like to answer the first of those two questions? The first, well, maybe about the translation. It was well, he German. wasn't translated in his own life. Only very, very short passages were translated into Norwegian and Swedish, and it was mainly his edifying discourses that were translated. So Kierkegaard himself never read Kierkegaard in English or German or Italian translation, and it happens actually quite late. It's something that increases after the First World War. Suddenly one could see that this pessimistic Danish philosopher actually had caught some very essential dimensions in human nature, and that was reason to expand his idea and to make them well known, at least in Germany and in England and in Scandinavia. But it's late. It's translated very late compared to, for instance, Hans Christian Andersen, who was extensively translated during his own lifetime and who actually became a very rich person. Kierkegaard began as a millionaire in a traditional way, but he ended as being as poor as you could possibly be in Copenhagen. There was actually only a very very little money left for his funeral. Whereas Hans Christian Andersen came from Odense, and he was coming out of nowhere, and he ended up being a very, very wealthy person. But when it comes to Kierkegaard's placement or his situation in a more modern philosophical landscape, I mean, he is of course the father of existentialism. That's a sort of cliche, but and I don't like to identify Kierkegaard with existentialism. But he has inspired, as is well known, the French existentialist Sartre, Camus, for instance, Marcel, but also the German philosopher Karl Jaspers, and Heidegger is very, very deeply inspired by Kierkegaard. But he has also inspired a lot of novelists and authors. For instance, Strindberg has been inspired by Kierkegaard, and so has Ibsen, who has written about Kierkegaard and who has adopted a lot of his central ideas and displayed them very dramatically in his dramas and his activity as composer and writer for the theater. And I guess that you could go on in this way for quite some time if that was
what you were going to do. He has also inspired Wittgenstein. He has inspired a lot of less spirits, and he's all over. But you're right, or the interesting part in all this is that it's very difficult to place Kierkegaard in a certain box, so to say, because I know that many of my American colleagues, they have difficulties in teaching Kierkegaard in philosophy, because somebody thinks that he's not a genuine philosopher. And I think that's rubbish and absurd to claim that. But that's a part of Kierkegaard's problem in the States, that he is not considered as being a true or genuine philosopher as Kant or Hegel or whomever. To me, that's one of the strengths in Kierkegaard, that he combines all these different genres and issues, and is complicated to put into a certain category. But I know that many have problems in this polyphone and very, very multifarious Kierkegaard. Did that answer your question? Haben wir Nachfragen aus dem Publikum? Haben wir noch Fragen aus dem Publikum?